Hi, Steffen hier von Bass Me Up. Ich zeige dir heute 3 unterschiedliche Rockbass-Riffs über E-Moll. In dem ersten Beispiel sind wir in D-Dur. Unser E-Moll-Akkord ist die zweite Stufe von D-Dur. Die passende Tonleiter dazu nennt sich dorisch. In diesem Beispiel brauchen wir jetzt aber nur einen Teil der Töne. Das heißt, es sind wirklich nur 6 Töne aus der Tonleiter, die wir jetzt benutzen. Das war schon ganz gut. Jetzt können wir die komplette Band dazu nehmen und das Tempo steigern. So klingt das im Originaltempo. In dem zweiten Beispiel ist der E-Moll-Akkord die dritte Stufe von C-Dur. Das heißt, wir sind jetzt in C-Dur. Unsere Tonleiter dazu nennt sich E-phrygisch. Alles Töne aus der C-Dur-Tonleiter, nur wir starten auf E. Auch dieses Beispiel hier jetzt mal in langsamem Tempo und nur mit dem Schlagzeug. So, und jetzt kommt auch wieder die Band dazu. Normales Tempo. Jetzt sind wir auch schon beim dritten Beispiel. Dieses Mal ist E-Moll Teil von G-Dur. Das ist unsere 6. Stufe. Die Töne, die wir brauchen, sind aus der E-Äolisch-Tonleiter. Das ist auch die normale Molltonleiter, die Standard-Molltonleiter. Natürliche Molltonleiter sagt man auch da dazu. Schau gut zu und spiel's gleich nach. Okay, jetzt schnelleres Tempo. Das war's auch schon. Du hast jetzt 3 unterschiedliche Bassriffs von mir kennengelernt, jeweils über E-Moll 7 als Akkord. Das zeigt dir jetzt, wie du die unterschiedlichen Kirchentonleitern, Modes, tatsächlich in der Praxis auch anwenden kannst, wenn es darum geht, zu Songs zu spielen. Du hast ein E-Moll 7 Akkord und musst dann erstmal natürlich rausfinden, in welcher Tonart, welches tonale Zentrum haben wir denn hier, wo bewegen wir uns. Und entsprechend kannst du dir die Töne dann raussuchen und daraus coole Bassriffs machen, die vielleicht nicht ganz so langweilig und alltäglich sind, wie nur eine Pentatonik zu verwenden. Ich habe dir hier jetzt zum Schluss noch die Playalongs dazugehängt in dem Video. Da kannst du jetzt die Riffs von mir dazu üben. Du kannst aber auch natürlich eigene Riffs erfinden. Die Playalongs und auch Übeblätter dazu findest du immer in meinem Blog bassmeup.de. Schau doch da mal vorbei. Link findest du unten in der Beschreibung und natürlich freue ich mich auch, wenn du mir ein Like hinterlässt und am besten natürlich auch noch meinen Kanal abonnierst. Ich freue mich, dich bald wieder zu sehen. Bis denn. Ciao, ciao.